Guten Morgen aus London. Ja, ich spaziere hier gerade durch den Stadtteil, um zu Glacier Hall zu kommen. Denn da findet heute die größte Michael Jackson Convention der Welt statt. Und ja, ich irre hier ein bisschen rum. So, ich bin jetzt hier angekommen auf der Kingvention. Ich habe hier meine Unterlagen bekommen, nachdem ich das Ticket vorgezeigt habe. Und ja, hier neben mir habe ich schon direkt jemanden getroffen, der mir bekannt vorkam. Ihr kennt ihn bestimmt auch, zumindest von der Stimme her, aus dem Michael Jackson Podcast. Hier ist der Matthias. Hi. Hallo, jetzt muss ich auch was sprechen, damit man mich von der Stimme her erkennt. Genau. Ja, jetzt verbringen wir hier den Tag bestimmt und werden hier bestimmt viele Leute kennenlernen. Und ja, hier sieht man schon ziemlich viel. Hier rennen Leute rum, alle mit Michael-T-Shirts. Ihr seht hier Stände, T-Shirts und ja, wir gucken mal, was uns hier so erwartet heute. So, ich bin jetzt drinnen und zwar hinter mir seht ihr die Kostüme, die Michael Jackson einmal im Pepsi-Werbespot getragen hat und einmal Spike aus dem Moonwalker-Film. Ja, Wahnsinn, diese Kostüme hier einmal so von Nahen zu sehen. Und ja, jetzt schauen wir uns die nochmal ganz genau und im Detail an. Das Auktionshaus Prop Store war so freundlich und hat hier 3 seiner aktuellen Exponate ausgestellt, die aktuell in London versteigert werden. Und zwar am 10. November findet die Auktion statt. Man kann auch online mitmachen. Auf www.propstore.com könnt ihr bieten oder euch die Sachen auch nochmal anschauen. Einmal das Rabbit-Kostüm aus dem Moonwalker-Film, in dem Michael Jackson auch tatsächlich drin steckte. Auch Spike genannt, so hieß der Hase. Liegt ungefähr bei 20.000 bis 30.000 Pfund. Und wir haben einmal die Pepsi-Jacke, die im Werbespot Pepsi A New Generation getragen wurde. Und es gibt auch Aufzeichnungen, dass Michael Jackson die Jacke öfter getragen hat. Zum Beispiel mit John Landis zusammen zur Thriller-Zeit. Da gibt es auch Videomaterial, wo er genau diese Jacke anhatte. Die liegt so bei 200.000 bis 400.000 Pfund und zum Zeitpunkt der Kingvention gab es bereits ein Gebot auf diese Jacke von 100.000 Pfund. Es war richtig cool, die hier zu sehen, von nahen zu sehen, Fotos zu machen. Und daneben gab es noch ein Poster von den Jackson 5 live aus Los Angeles, aus dem Forum, was ja auch sehr selten sind, denn das Poster ist auf jeden Fall ein Unikat, weil aus der Zeit, Michael Jackson, die Jackson 5, da gibt es kaum Poster oder Tourposter aus der Zeit und das ist schon wirklich was Besonderes, ein gut erhaltenes Originalposter aus dieser Zeit zu sehen. Und die Support-Acts waren Tina Turner, Ike Turner und Ike und Tina, was ja auch witzig ist, dass Tina Turner mal Vorband bei den Jackson 5 war. Da ist die Taube wieder, ja. Oh, und hier dreht sich alles um den Teaser. Hier in der Ausstellung, wo es um den History Teaser geht. Hier seht ihr das Video hinter mir. Das läuft hier quasi in Dauerschleife. Und hinter mir ist eine riesen Wand aufgebaut, wo ja, über die Geschichte mit Fotos, wo über den History Teaser entsprechend informiert wird. Und am interessantesten ist, da gehe ich einmal hier rüber, das sind die Storyboards, die Original-Storyboards, die hier ausgestellt sind. Da gehe ich jetzt hier mal so eine kleine Schleife. Und hier hinter mir seht ihr sie, da sind die Storyboards.
Jackson Podcast versammelt und schauen sich die Storyboards an. So, ich bin hier bei der Kingvention oder auf der Kingvention und hier kommen jetzt langsam die Leute rein und es füllt sich langsam. Und hier gibt es die Kostüme und hier gibt es japanischen Michael Jackson Merchandise, den es in Europa nur schwer zu sehen gibt. Nobuyuki Momose ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt. Er ist auf Social Media auf verschiedenen Plattformen recht aktiv. Er ist ein japanischer Fan, der extra zur Kingvention anreiste. Und er hat eine kleine Ausstellung mitgebracht, und zwar seltene Artikel, die aus Japan, die man in Europa sicherlich nur sehr selten findet oder auch zu sehen bekommt. Unter anderem hat er Werbung vom Suzuki also Printwerbung mitgebracht, vom Suzuki Werbespot. Michael Jackson hatte ja 1979 für einen Motorroller der Marke Suzuki Werbung gemacht. Und hier gab es ein paar Werbematerialien zu sehen. Außerdem hatte er noch dabei Pepsi-Banner, Pepsi New Generation Banner, passend zur Jacke, die hier zum Verkauf steht, hat er eben diese Werbung dabei gehabt. Und einen riesigen Originalbanner der Bad Tour vom Tokyo Dome von 1987 oder 88. Ich glaube 88 war es, steht doch drauf, genau. Ja, und dazu noch diverse Artikel aus verschiedenen japanischen Zeitungen, und das rundete die Ausstellung rund von Nubo, wie sein Spitzname ist, ab. Vielen Dank nochmal an Nubo, dass du die Sachen mitgebracht hast und dass wir uns das hier auf der Kingvention anschauen durften. So, jetzt gerade haben wir einen frühen Cut des Scream-Videos gesehen mit ganz neuen Ausschnitten. War super interessant, das zu sehen. Und ja, ich bin total geflasht davon, weil dieses Video Ausschnitte und Aufnahmen gezeigt hat, die man noch gar nicht kennt. Das ist eine ganz andere Version als die Version, die wir eigentlich kennen. Und in der Version, die war auch nicht komplett schwarz-weiß, die war auch in Farbe sogar. Und ganz neue Tanzmoves wurden dort präsentiert, also eine richtig, richtig coole Sache. Die großen Interviewgäste waren Cinderella Shee, die Tänzerin, Craig Lamont Parks, das Body-Double, der Komponist Nicholas Pike und der Filmdirector Rupert Wainwright. Und von der Kingvention führten durch die Veranstaltung der Moderator Craig Barclay und die Interviews führte Paz Jacks. So, gerade ist eine Pause. 10 Minuten geht die ungefähr, und wir haben gerade Rupert Wainwright gehört. Es gab ein Interview mit ihm. Und zeige ich hier auch gerade die Fotos. Und da haben wir ganz interessante Sachen vom Videodreh von dem History-Teaser erfahren. Hier im Hintergrund läuft der gerade. Und ja, was will man da erzählen? Also da gibt es so viele Sachen, die er gerade erzählt hat. Wo fangen wir da mal an? Also er ist der einzige Mensch, der jemals zur gleichen Zeit Michael Jackson und Lisa Marie Presley umarmt hat, und zwar während eines Erdbebens. Das gab es wohl 1994. Also es gab die Geschichte, dass Michael Jackson im Studio saß, zusammen mit einer Telefonkonferenz mit Sony Los Angeles, Sony New York und Rupert irgendwo. Und dann gab es die Geschichte, dass Michael ihn während dieser Telefonkonferenz, da ging es die ganze Zeit um Geld, dass er weniger bezahlt, also dass Sony die ganze Zeit jeden einzelnen Frame durchgegangen ist von dem Film, also von dem History-Teaser.
Und Sony zu jedem gesagt hat, was kostet dieser Frame, was kostet diese Einstellung, was kostet die nächste Einstellung und so weiter und so fort. Und Sony war überall am Kürzen. Und auf einmal rief eben Michael Rupert an während dieser Konferenz. Rupert stand auf, ging hin und Michael hat ihm seine Ideen kurz erzählt. Rupert, können wir das so machen, dass ein Flugzeug durch meine Beine durchfliegt, also ein Hubschrauber durch meine Beine durchfliegt? Und auf der anderen Seite kommt dann, keine Ahnung, irgendwie das Geschreie und dann ein kleiner Junge mit blonden Haaren, der sagt, Michael, I love you. Und solche Kleinigkeiten sind dann passiert und Rupert ging dann wieder zurück in die Telefonkonferenz und alle fragten, ja, was ist gerade passiert? Und Rupert auch sagt, ach, gar nichts. Rupert hatte dann später auch berichtet, dass er davon ausging, weil der History-Teaser mehr als 1-2 Millionen gekostet hatte. Er geht davon aus, das hat irgendwie 8 bis 10 Millionen gekostet. Und er ging letztendlich auch davon aus, dass Michael den fast komplett aus eigener Tasche bezahlt hatte. Hier hinter mir sehen wir nochmal die ganzen Storyboards und das war auch ganz interessant, weil wirklich Michael mit Rupert die Frames auch einzeln durchgegangen sind und zu jedem Frame gab es immer Anmerkungen, entweder von Sony, weil die Kosten zu teuer waren, oder aber auch die Geschichte von Karen Fay, seiner Visagistin, die in einem Termin mit Rupert auf einmal erschien und bestimmte Frames durchgegangen ist und wissen wollte, wie da ist das Licht eingestellt und so weiter. Und Rupert fragte sich die ganze Zeit, what the fuck, was macht denn hier die Visagistin mit mir, um solche Arbeiten zu machen? Das ist doch gar nicht ihr Job. Und Rupert hat dann irgendwann auch auf den Tisch gehauen und gesagt, nee, also das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Was will sie überhaupt? Und jemand ist dann zu ihm hingegangen und hat ihm gesagt, du, das ist die Visagistin und die ist halt mit Michael sehr eng zusammen und die wird auch am Set dabei sein. Und Rupert hat ja nur die Hand vors Gesicht gehalten. Er reflektierte das jetzt auch etwas und meinte, dass die Zusammenarbeit mit Michael immer sehr harmonisch war, sehr partnerschaftlich, sehr auf Augenhöhe. Aber wenn es darum ging, ja, so Kritik zu äußern oder Veränderungen, die Michael nicht wollte, die sprach Michael denn doch lieber immer über Dritte an. Das heißt, Michael ging über Dritte, über Karen, um zu sagen, sorg bitte dafür, dass ich in der und der Sequenz so und so ausgeleuchtet bin. Und Karen hatte dann den Job, das mit Rupert zu klären, damit das dann später am Set, wenn Michael ankam, problemlos alles laufen konnte. Am Set in Budapest, wo der History-Teaser gedreht wurde, man hatte sich vorher verschiedene andere Drehorte angeschaut. Man hatte auch St. Petersburg in Betracht gezogen oder Moskau. Allerdings war mit der politischen Lage auch damals schon so, dass man es da wahrscheinlich nicht für realisierbar gehalten hatte, so etwas dort zu drehen. Deshalb hatte man Budapest gewählt und vor Ort hatte Rupert erzählt, haben sie natürlich haben die Leute gebraucht, die mit einem Gewehr umgehen und die haben überlegt, nehmen wir dafür Tänzer, nehmen wir keine Tänzer. Tänzer kamen dafür eben nicht in Frage, weil eben ja, man muss halt mit diesen Pistolen umgehen können. Und man hatte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, ob das von der US Army Einheiten waren, die man rekrutieren wollte, die auch am Set da waren in Ungarn vor Ort, die bereit waren zu drehen und es war alles organisiert, die Kamera war da, der Standort war gewählt und einen Tag vorher kam der Leiter, der die Crew, die eben für diese Militärszenen gedacht waren, zu Rupert und meinte, ja, wir müssen jetzt los, wir haben einen Einsatz. Und Rupert, wie, ihr müsst los, ihr habt einen Einsatz. Ja, wir haben einen Einsatz, es sind richtige Militärleute, die ihr hier habt und es gibt jetzt einen Einsatz. Im Balkankrieg mussten sie irgendwo in den Einsatz. Und Rupert hatte ab dem Moment, als sie abgezogen waren, 24 Stunden Zeit, Ersatz zu finden. Und da hat er eben erzählt, dass man in England, also aus England, hat man eine Militäreinheit gefunden, die bereit war, nach Ungarn zu fliegen, um eben im Michael Jackson Werbefilm mitzumachen. Und das war eine Nacht- und Nebel-Aktion. Und er hätte nicht gedacht, dass man das schafft, aber unter Hochdruck wurden diese Einsatzkräfte
her zitiert und das war dann auch relativ lustig, weil irgendwer hatte dann diese Situation nachgespielt, also Pez, der das Interview geleitet hatte dann auch so die Situation nachgestellt nach dem Motto, ich stelle mir das gerade vor, dass da ein Lieutenant in die Kaserne reinkommt und die Mannschaft aufscheucht, hey, auf, wir müssen los, es geht jetzt zu einem Michael Jackson Videodreh und alle aufgesprungen sind und direkt in die Maschine, um dahin zu fliegen, was auch wiederum ja etwas auf jeden Fall in der Situation lustig war. Ja, und es war auf jeden Fall total interessant, dieses Interview zu sehen. So, jetzt gehe ich hier noch so ein bisschen rum und ich glaube, jetzt gleich geht es nämlich weiter. So, hier nochmal die Wand. Hier geht es die Treppe runter. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe das Programm gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, hier ist doch eine recht lange Schlange gewesen. Wir müssen das hier angucken. Jetzt bin ich wieder unten, hinter mir. Da ist die Action. Und jetzt gucken wir mal, was im zweiten Teil passiert. Ja, wir befinden uns wieder in einer Pause und zwar hatten wir gerade das Glück, Cinderella Sheet zu sehen. Das ist eine der Tänzerinnen, die mit Michael Jackson zusammen in dem Song Smooth Criminal getanzt hat. Und da gibt es auch diese Pose, wo sie ihm die Hand auf seinen Herzschlag oder auf seine Brust legt. Und ja, darüber hat sie gerade erzählt. Das war ein total entspanntes Interview, das Pez Jax mit ihr geführt hatte. Und ja, sie berichtet unter anderem von ihrem allerersten Mal, als Michael zu den Proben kam. Er kam dort rein mit einem weißen Anzug und die ganzen Tänzer waren da und es war einfach alle atemberaubend und sie beschreibt das so, dass alle sprachlos waren in der Situation. Und ja, sie hat auch noch mal erzählt, was das für sie als asiatische Frau bedeutet hatte. Sie als asiatische Frau, die aus Taiwan kommt, fühlte sich sowieso überall unterrepräsentiert. Asiatische Frauen kamen nicht vor, erzählte sie. In einem so prominenten Video eingesetzt zu werden als Tänzerin, war damals in den Auditions waren über 2000 Tänzerinnen. Sie dachte, da wären so um die 800, 900 gewesen und hinterher sagte man ihr, über 2000 Tänzerinnen waren dort. Und da wurde sie auf jeden Fall ausgewählt von Michael, um eben in dem Video zu tanzen. Und davon hat sie eben erzählt. Und da gab es halt auch eine Geschichte. Das spiegelte sie auch nochmal wieder, weil sie während der Kingvention eine andere asiatische Besucherin ansprach und ihr die Gegenfrage stellte, wie war das für dich, als du mich gesehen hast? Und daran sieht man auch wieder, dass Michael immer sehr divers unterwegs war und immer darauf bedacht war, Dinge zu machen, die andere nicht ausprobiert haben. Sie hat halt erzählt von den Proben, wie das war, dass eben die Tänzer für sich standen, die andere Crewmitglieder, Kameraleute, Visagisten, jeder hatte so seinen Bereich während der Dreharbeiten zu dem Film oder des Musikvideos und man hatte so untereinander gar nicht so viel Berührungspunkte damals bei dem Videodreh. Das heißt, jeder Bereich war eher für sich, alle waren konzentriert und hochprofessionell bei der Arbeit, um eben das Beste rauszuholen. Sie erzählte aber auch, dass am Set stets mit Michael zusammen eine sehr entspannte Atmosphäre war. Michael wurde nie laut, hatte keine Allüren und war immer ganz entspannt am Set und hat immer gesagt, lass uns nochmal proben, lass uns nochmal proben und lass uns nochmal proben. Und ja, das war schon gut, aber lass uns nochmal proben. Und immer wenn man meinte, so jetzt haben wir es, kam er, nee, lass uns doch nochmal proben. Und die Proben gingen halt immer weiter. Und sie meinte halt auch, er war ein Perfektionist. Cinderella erzählte auch, dass sie diesen Job als Tänzerin, was sie auch nicht sehr angesehen ist in ihrer Familie. Ihre Eltern haben das dann irgendwann auch akzeptiert, dass sie Tänzerin ist. Und es hieß immer, wenn sie mit großen Stars zusammenarbeitete, dass sie immer ja, ja, ja gesagt hatten. Und irgendwann hat sie eben ihren Vater gesagt, du, ich arbeite jetzt in einem Musikvideo mit Michael Jackson zusammen. Und ihr Vater direkt, was? Oh, Michael Jackson, ja, ja, ja. Und das spiegelt auch nochmal den Stellenwert wider, was ihr Vater hatte. Sie meinte, ich glaube, der kam aus China. Und dass er selbst so bekannt war, dass man ihn überall kannte. Ein Highlight war auch die Gestaltung für sie
des Mittelteils. Im Smooth Criminal Video, in der Moonwalker-Version, die ja ungefähr 10 Minuten geht, gibt es ja diese Mittelsequenz, wo alle Tänzer schreien und stöhnen und dann kommt dieses nee, are you okay, nee, und das in dieser Chorversion, wo alle durcheinander singen und tanzen und sich alle sehr eng um Michael formieren. Und diese Sequenz, da hat sie auch noch mal von den Proben erzählt, wie intensiv das war und auch für sie als junge Frau solche Szenen dann mit Michael zusammenzudrehen. Und es wurde halt gesagt, da wurde nicht irgendwie gesagt, ihr müsst da und da stehen, es wurde darauf geachtet, dass alles aus der Situation entsteht, dass alle so handeln sollten, wie sie es gerade fühlen. Das war wohl der Auftrag, den sie damals bekommen haben. Und so hatten sie das schon geprobt und dann später auch in der Videoversion mit Kostüm auch gedreht. Und das war auch eines der Highlights aus ihren Interviews. Und Sindera die hat auch getanzt kurz, sie hat kurz in den Smooth Criminal Tanz ist sie eingestiegen. Es war wirklich eine ganz entspannte Frau, die hier von ihren Erlebnissen oder von dem Videodreh erzählt hat und von den Proben. Hier wird wohl gleich Elizabeth Amiso in Introducing to Michael Jackson Studies präsentieren. Research, people wanted to know more, people had a hunger. But throughout my work, Dangerous Philosophies, I use Michael Jackson Studies as a term to denote, it's a proper noun that denotes the entire canon of Jackson's artistic creations and the artist himself, as well as how both were received by audiences. I talk about how Jackson was both a product and a producer of popular culture, and how the very same culture enacts notions of ethnicity, gender, consumerism, and celebrity. So what is Michael Jackson Studies? Well, I'm trying to be like one of the younger people, younger generation. I asked Snapchat what it thought of Michael Jackson Studies was, and it came up with these 10 beautiful points that I wanted to share with you today. Michael Jackson Studies, according to AI, examines the life and career of the king of pop, Michael Jackson. It explores his musical genius and the evolution of his sound. It analyses his iconic dance moves and their cultural significance. It studies his global impact on pop culture and the music industry. It explores the themes and messages in his songs and music videos. It investigates, there's still more that it does, it investigates his influence on future generations of artists. In Michael Jackson, Black Modernisms and the Ecstasy of Communication, a fantastic article which we discuss in Michael Jackson's Dream Lives On, an academic conversation, which is my podcast, if you want to listen and find out more. Then we get into the dangerous era, and you see there's a little bit more, but not much. And we get to history, and there's only 2 or 3 more articles. So what you might notice is that there's an overwhelming lack of interest, or necessarily a lack of portrayal of Michael Jackson in academia. This gives you the trajectory of academic criticism about Michael after 2009. So we can see in 10-year increments how Michael Jackson criticism has emerged. Along the top is all of his major works, Bad, Dangerous, etc. His autobiography and all his albums. And then along the bottom, we have the biographies. And I'm not sure where everybody stands on things like Sir Borelli and Max Morcombe, maybe you might have heard of Max Morcombe. Yeah. Yep. But with the biographies, we always put like in a separate area because they are not academic biographies. So what we're looking for, and might be one of you, to write an academic biography of Michael would be fantastic, would be amazing, because we still don't have one of those. So you can see that there was very little done around the time of Bad and Thriller, very little academic research, a little smattering of research between 88 and 98, again between 98 and 2008, very little. And we're talking about the biggest selling artist of all time. So there's obviously a discrepancy here
between how much we love Michael and how much he's selling and how much he's being appreciated in academia. And then we look at this critical survey and we see something happen in 2000. Quote from Moonwalk, or it's a scene from Moonwalk, and then focus on it. For example, for me it was the theme of oblivion. Throughout Jackson's career, I found it was fruitful, but an examination of oblivion in 3 texts of a similar medium was even more illuminating. In this case, one might choose 2 short films, Billie Jean and Who Is It, and focus on Jackson's disappearing act in both these works, discussing the ways in which these short films were constructs of the audiences who received them and the artists who starred in them. Context is key in Michael Jackson studies, and context, expertly and methodically integrated, will make a good essay truly great. Now, please stay in touch, everyone. My email address is on the screen. It's ian@bournemouth.ac.uk. My website www.elizabethminister.com. And if you have any questions, I'm right here. So let's go. Das war Elizabeth Amiso, ein wissenschaftlicher Blick auf Michael Jacksons Karriere, hochinteressant. Sie hat das Buch, das akademische Buch Michael Jackson Studies herausgebracht und sie unterrichtet Michael Jackson am University College in London. Und das nächste Interview wurde mit Nicholas Pike, dem Komponisten, geführt. Nicholas erzählte ebenfalls wie Rupert ähnlich, dass sich Michael sehr gut mit seinem Werk auskannte, was er schon alles gemacht hatte. Das überraschte ihn auch. Und er spiegelt auch wider, dass Michaels Leidenschaft für Film, für Filmmusik, Darstellung auf jeden Fall da war. Als es hier jetzt um die Hintergrund, um die Instrumentalisierung der Musik in Ghosts ging, hatten sie ein paar Vorgespräche. Michael hat seine Wünsche geäußert, ob er was so hinbekommt, wie er sich das so vorstellt. Und ja, letztendlich ging es hatte sich Nicholas sozusagen von ihm verabschiedet und gesagt, du, ich habe da schon Ideen, ich bereite da was vor, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann und dann habe ich das fertig. So in etwa hatte er das erzählt. Und dann rief auf jeden Fall Michael bei Nicholas an und er meinte, du, ich wäre gern dabei, ich habe da noch ein paar Ideen, kann ich vorbeikommen? Und ich wäre morgen da. Und Nicholas meinte dann, ja klar, komm vorbei. So richtig damit gerechnet hatte er nicht. Er fühlte sich auch ein bisschen überrumpelt, weil er eigentlich in Ruhe arbeiten wollte. Aber dann kam letztendlich Michael zu ihm und sie haben den ganzen Tag hochprofessionell an der Musik gearbeitet. Und er erinnert sich noch an eine Sequenz, dass seine Frau hatte damals Essen gemacht für ihn, also für alle zusammen. Und sie hatte Hummus gemacht und Michael hat davon gegessen und er war irgendwie, was ist das? Das habe ich ja noch nie gegessen. Und sie so, ja, das ist Hummus. Und da war er überrascht, dass er Hummus nicht kannte. Ja, das war so eine Anekdote, weil sie da halt auch recht viel Zeit zu Hause verbracht hatten. Und am Ende des Tages hatten sie sich verabschiedet und Michael meinte, ja, ich komme vielleicht morgen noch mal wieder. Und Rupert dachte eigentlich, dass er das Ganze so eingeleitet hatte, dass er den Rest in Ruhe machen kann, aber nein, Michael war am nächsten Tag wieder da und sie haben dann wieder den ganzen Tag miteinander verbracht und haben das letztendlich weiter bearbeitet. Und am 3. Tag hatte Rupert wieder die Limousine gesehen, die vorbeikam und er meinte, da kommt er ja schon wieder. Ja, da war es aber nicht Michael. Er konnte in Ruhe weiterarbeiten, so wie er das geplant hatte. Aber es war sein Chauffeur, der einen riesengroßen Geschenkekorb dabei hatte und er hatte sich dann im Namen von Michael für die Gastfreundschaft, also das kam direkt von Michael und er hatte sich für die Gastfreundschaft bedankt, dass er eben die 2 Tage da verbracht hatte und hatte sich dann nochmal auf die Art auch bei der Frau und bei Nicholas bedankt, dafür, dass sie ihn ebenso umsorgt hatten in der Zeit. Das sind die Geschichten, die ich jetzt noch von Nicholas behalten habe. Das ist jetzt leider nicht mehr so viel. Aber es war hochinteressant, ihm dabei zuzuhören. Und ich habe, nachdem Nicholas zu Ende war, lief der Ghosts-Film. Den hat man komplett auf der Kingvention sehen können. Und als der Film zu Ende war, habe ich aus dem Augenwinkel links neben mir saß die Ehefrau von Nicholas. Und
das war auch wiederum sehr berührend, weil die Ehefrau am Ende von Ghosts auch sehr emotional war. Das hat man gesehen, die hat Tränen in den Augen und das war auch ja diese Situation wieder, Michael den Menschen zu erleben, dass da Menschen sitzen, die Michael so nahe war und die hat den Film garantiert während der Produktion, als ihr Mann an den Soundtrack gearbeitet hatte, unzählige Male sicherlich irgendwie gesehen und wenn Michael dann auch noch zu Besuch war, dass da Treffen waren, also das ist schon emotional, wenn man dann mit Menschen da so zusammenarbeiten. Und Nicholas hat Michael auch in den höchsten Tönen gelobt. Das war so ein feiner Typ. Er war so menschlich. Es war so entspannt, mit ihm zu arbeiten. Und ja, und das rundet das Ganze auch nochmal ab, weil die Frau, die war jetzt ja nicht auf der Bühne, die saß im Publikum, die hat das Interview gesehen, hat danach auch mit uns den Film zusammen angeschaut und danach hat man eben auch gesehen, dass sie richtig emotional dabei war. Und das hat mich auf jeden Fall, fand ich das auch selbst sehr emotional und hat mich auch sehr berührt. Und nun gab es eine Debatte rund um das BMJ-Debate-Team. Und sie diskutierten mit den Zuschauern, wie der Michael Jackson Estate mit Michael umgeht. That documentary, if you guys seen it, I don't know if you've seen it. It was nothing. Yeah, I feel like it's like, okay, this is what we've done, and this is about us, and we're great, and Timbaland's great. And we're like, okay. Well, the vocals are great that Michael provided, so yeah. Well, that very much came from a place of like a round table where they all sat down and said, you know, this is how we looked at the music. And it's like, yeah, but it's not your music. It's Michael's music, and you know, this is how we put our spin on it. And it's like, that's great, but you know. In der halbstündigen Diskussion wurde sich sehr kritisch über den Michael Jackson Estate geäußert und auch genauso wie wir Fans das überall tun. Ja, jetzt gleich geht's weiter. Wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen über der Zeit. Ich habe gar keine Uhr an. Ich weiß auch nicht, warum ich da hingucke. Und habe gerade was im MJ Market gekauft. 2 T-Shirts, die zeige ich euch noch. Und ja, wir sehen uns. Bis gleich. Mal gucken, wo es hier hingeht. Oh, hier oben sehe ich schon was. Geht es noch in einen anderen Raum? Und ich glaube, hier gibt es Merchandise. Oh, weiter. Ich glaube auch. So this is our new product coming soon to market. It's an officially licensed book. So we're working with the partner. So Sam Emerson recently sold. I don't know if you know who he is. Sam Emerson was Michael's exclusive photographer from 1983 to 1993. So he recently sold his entire archive. And we're partnering with his new partner to create these new products. In der Markthalle gab es alles, was das Fanherz begehrt. T-Shirts, Kissen, Kostüme, Bücher, Puzzle und sogar das Buch, in dem ich selbst eine kleine Geschichte beigetragen habe. It's All for L-O-V-E. Und hier liegt sogar ein Buch, in dem ich eine Geschichte drin erzähle. It's all about L-O-V-E. Und die Artikel waren bis erschwinglich. Der MJ Market hatte T-Shirts für 15 Pfund dabei. Und es gab natürlich nach oben hin kein Ende. Das Kostüm von Peggy lag bei 450 € zum Beispiel. Und das Buch, das ihr eben gesehen habt, das lag, meine ich, so bei 90 Pfund um den Dreh. Das ist aber noch nicht draußen, das war noch ein Prototyp. So, wir haben Samstagabend in London. Und es regnet, ja. Aber das Wetter hat sich bisher wirklich ganz wacker geschlagen. Ja. Nein, die Kingvention ist nicht zu Ende. Ich war nur gerade auf dem Hotelzimmer und habe mich einmal schnell umgezogen. Das sind zu Fuß ungefähr 7-8 Minuten.
Und ich habe mich jetzt schnell frisch gemacht, anderes T-Shirt angezogen, vor allen Dingen den Rucksack nicht mitgenommen, weil der Rucksack, der war echt schwer. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall in den Abend rein, nachdem gerade die Autogrammstunde war und alle wirklich super freundlich waren und Autogramme gegeben haben und die Fotos, die ihr hier bestimmt seht. Ja, war auf jeden Fall richtig cool. Und ja, jetzt bin ich gerade ein paar Meter entfernt. Hier nochmal um die, was ist das? Nein, eine Kirche ist das nicht, aber ein Gebäude. Und dann kann die Party losgehen. You rock my world. Auf 2 Floors fand schließlich die große Michael Jackson Party statt. Die Afterpartys fanden in 2 Bereichen statt. Einmal unten im Gewölbe, der Club 30, und oben in der Halle, in der auch die Interviews stattfanden. Ausgelassen wurde hier zur Michael-Musik getanzt, gefeiert und man hat sich unterhalten. Ja, es war ein richtig tolles Event und hat super viel Spaß gemacht. Die Party ging bis 1 Uhr nachts und in England ist das ja üblich, dass um 1 Uhr Veranstaltungen beendet sein müssen am Wochenende. Ja, und am Abend fand die große Michael Jackson Party statt. Einmal unten in Club 30. Das war so eine Gewölbehalle, etwas kleiner und intimer. Und eine halbe Stunde später ging die Hauptparty los in dem Raum, wo auch die Interviews stattfanden. Und das war dieser Riesenraum mit den Kronleuchtern, Videoleinwand, DJ. Und das war richtig, richtig cool aufbereitet. Eine richtig tolle Location für so eine Michael Jackson Party. Ja, und das war so eine Übergangsphase. Einige sind noch mal was essen gegangen, haben sich umgezogen, kamen wieder, es wurde ein bisschen leerer und abends zur Party wurde es dann natürlich auch wieder voll. Und das war so cool, so eine Party mit so vielen Fans zu verbringen, Michael zu feiern und einfach laut Michael Jackson Musik und ja, Darsteller zu sehen. Doubles, die hier nach Michael tanzen. Also jeder hat ja getanzt, wie er wollte. Und es war einfach ganz offen und frei und jeder konnte das machen, was ihm gefällt. Und ja, dafür ist so eine Party natürlich super geeignet und auch da, dass jeder das machen kann, was er gerne möchte. Good morning London. Ja, Kingvention. Heute startet der 2. Tag und ja, was war das gestern für ein Tag? Die Kingvention war so durchstrukturiert, so gut organisiert. Es hat so viel Spaß gemacht, den Interviewern, den Organisatoren bei der Arbeit zuzuschauen, die Aussteller, die Marktplätze, die Verkaufsstände, Autogrammstunde mit den anwesenden Gästen. Also es war ein gigantischer Tag. Also es hat richtig Spaß gemacht und natürlich abends noch die super Party. Und gerade der Regen wird gerade immer schlimmer, seitdem ich dieses Video aufgenommen habe. Wir haben jetzt ungefähr 5 vor oder 10 vor 11 und um 11 Uhr öffnet der 2. Tag. Da ist auch schon eine lange Schlange hier um die Ecke und ich nehme euch jetzt mal mit. Hinter mir seht ihr die Schlange schon. Deshalb glaube ich, dass ich erstmal hier stehen bleibe. So, Kingvention, Tag 2. Ich bin hier im Eingangsfoyer, im Eingangsbereich, so heißt es richtig. Und ich gehe jetzt einfach mal rein und hier ist einiges los. Hier ist der Merchandising-Stand. Heute ist das ein bisschen kleiner als gestern. Und hier geht es rein. Und da hinter mir seht ihr den Bereich, wo eben die Kingvention stattfindet. Heute gibt es eine freie Platzwahl und es wird einiges zum Thema Moonwalker geboten.
Der zweite Tag startete mit einem Interview mit Craig Lamont Parks. Er war das Michael Jackson Set-Double an Moonwalker-Film und bei allem dazugehörigen Videos und auch noch später bei Black or White. Craig erzählte auch hier, wie er zu dem Job als Body-Double von Michael auf den Filmsets kam. Er erzählte hier, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber er wurde am Anfang irgendwie einmal eingeladen zu einem Shooting, aber irgendwie kam es da auch nie zu. Also das war noch die Vorgeschichte, er wurde immer wieder vertröstet. Dann kam es irgendwann dazu, dass er zu so einer Audition-Fotoshooting eingeladen wurde. Es wurde irgendwie ein Double gesucht für Michael. Und er war beim Shooting, er bedankte sich danach dafür, dass er diese Möglichkeit hatte und ist gegangen und hat dann erstmal tagelang nichts gehört. Und immer irgendwie das Telefon klingelte, ist er rangesprungen, aber er hat einfach keine Reaktion bekommen. Und rief dann irgendwann die Person an, die die Castings leitete, die das auch organisiert hatten. Und er rief dort an und meinte, ich wollte mich nur bedanken dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, bei dem Shooting dabei zu sein, weil er das gedanklich schon abgeschrieben hatte. Und derjenige, der die Castings leitete, meinte irgendwie sinngemäß zu ihm, ja, und warum rufst du jetzt an? Ja, ich wollte mich nur bedanken, dass ich diese Möglichkeit bekommen hatte, für Michael dieses Shooting zu machen oder dass ich in Betracht gezogen wurde, da Michael dubeln zu dürfen. Und so endete dann auch das Gespräch und man war wohl von der anderen Seite etwas ungläubig, weil man solche Anrufe eher nicht bekommt. Und am nächsten Tag klingelte dann bei Craig das Telefon nach dem Motto, jetzt komm raus, sei gleich und gleich bei den, weiß nicht, Culver Studios hier in Los Angeles. Du bist im Einsatz, wenn du den Job haben willst, sei bitte gleich da. Und so kam Craig an den Job als Body-Double von Michael. Und so hat er eben im Moonwalker-Film und in allen Sequenzen, die dort zu sehen sind, über Speed Demon, Come Together, Smooth Criminal, Leave Me Alone, alle Filme hat er als Body-Double eben mitgemacht. Also immer die Proben, bevor Michael zum Filmset kam, wurde mit Craig geprobt. Und das ist ja durchaus üblich, bevor die Hauptschauspieler, die Hauptdarsteller zum Set kommen, dass erst mit einem Body-Double geprobt wird. Und Craig hatte eben bei den verschiedenen Videos diesen Job. Auch noch später bei Black or White, bei dem Super Bowl. Das heißt, er hat über mehrere Jahre mit Michael zusammengearbeitet. Und er erzählte dann auch noch die Situation, als er das erste Mal Michael kennenlernte. Weil es war nicht so, dass er direkt am ersten Tag Michael großartig kennengelernt hatte. Im Gegenteil, die waren immer separiert, die haben sich gar nicht getroffen. Aber Craig hat beim Moonwalker-Film ja auch mit den Kids zusammen geprobt. Also mit Sean Lennon, mit Kelly Parker und Brandon. Und die Kids haben natürlich mit Craig geprobt und dann später mit Michael die Hauptszenen gedreht. Und die haben natürlich auch Zeit mit beiden verbracht. Einmal mit Craig und einmal mit Michael. Und bei Michael hatten sie wohl immer wieder erzählt, wir haben mit Craig das und das gemacht und Craig hat dies und jenes gemacht und Craig war so witzig, der hat das und was auch immer gemacht. Und Michael fragte dann irgendwann, wer ist denn dieser Craig, von dem ihr immer erzählt? Und sie meinte, ja, dein Body-Double. Und eines Tages ließ man eben Craig ausrichten, er möge mal zu Michaels Van kommen, weil er wollte Michael ihn mal tatsächlich kennenlernen. Und Craig beschreibt die Situation so, dass die Kids quasi sozusagen so viel von ihm erzählt haben, dass die Kinder ihnen vertraut haben. Und Michael dachte sich, wenn die Kinder ihm vertrauen, dann kann ich ihm auch vertrauen. Und so kam es dazu, dass die beiden sich anfreundeten und dann über so viele Jahre hatte er dann auch den Job für Michael. Auch eine witzige Anekdote, wenn ihr ganz aufmerksam den Moonwalker-Film euch anschaut, am Ende von Speed Demon, da seht ihr ja einen Polizisten, der Michael einen Strafzettel fürs Tanzen schreibt. Und wenn ihr da ganz genau auf die Sonnenbrille achtet, seht ihr nämlich nicht Michael, der sich dort spiegelt, sondern Craig. Und das ist im Film tatsächlich so zu sehen. Das heißt, so hat Craig seinen kleinen Gastauftritt auch noch im Moonwalker-Film. Und als später Moonwalker lief, also der Moonwalker-Film wurde auf der Convention auch noch komplett gezeigt,
kam zu dieser Sequenz auch noch Craig zu mir rein. Also ich hatte mich da ein bisschen weiter nach hinten gesetzt, weil da ein bisschen mehr Platz war. Und Craig hatte sich den Stuhl neben mir genommen und fing dann auch an zu lachen, als diese Sequenz kam. Und im Publikum hat man natürlich auch ein bisschen reagiert. Das war auch sehr witzig. Auch an diesem Event, wenn ich jetzt über alle 4 Redner nachdenke, die hier gesprochen haben, ja, ist es tatsächlich so, dass da sehr viel Gemeinsamkeiten, egal wem man zuhört, es sagen alle das Gleiche. Michael ist einer der liebenswertesten Personen. Er ist professionell an den Sets. Er geht nie ein lautes Wort. Er sagt, lass uns noch mal proben, lass uns noch mal proben, aber so, dass es nicht irgendwie negativ rüberkam. Immer sehr wertschätzend allen gegenüber, nach dem Motto, das war schon eine gute Aufnahme, aber lass uns noch eine machen. Und so kann das dann gerne auch mal mehrere Stunden gehen und jeder denkt, wenn Michael sagt, das war eine gute Aufnahme. Im ersten Moment alle, ja, wir haben es. Und dann, lass uns noch eine machen. Und alle innerlich so, ja, okay, lass uns noch eine machen. Weil er einfach Perfektionist war in seiner Arbeit und das Beste rausholen wollte, damit wir die Musikvideos auch so haben, wie wir sie heute haben und seine Songs heute so haben, wie wir sie kennen. An beiden Tagen wurde eine Moonwalker-Ausstellung geboten, also eine Mini-Ausstellung, wo es Originalrequisiten aus dem Moonwalker-Film gab. Einmal eine Originalbrüste aus der Sequenz, wo Michael zum Roboter wird, und ein Gewehr, das auch im Moonwalker-Film eingesetzt wurde. Die Brüste, die fand ich viel, viel kleiner, als ich mir sie vorgestellt hätte. Und am zweiten Tag wurden noch Original-Storyboards vom Moonwalker-Film präsentiert, die man sich anschauen konnte. Und das rundete diesen ganzen zweiten Moonwalker-Tag ab. Wir hatten nochmal Interviews mit Craig, es gab nochmal Cinderella, die dazu kam, Moonwalker-Film, Moonwalker-Doku und die Moonwalker-Ausstellung. Also es drehte sich wirklich alles um Moonwalker. Gerade wurde hier der Moonwalker-Film, also die Moonwalker-Doku aufgeführt. Also Pes Jax hat eine Doku zu dem Moonwalker-Film gedreht und die wurde hier gerade auf der Convention das erste Mal uraufgeführt in einer Short-Version, also die war ein bisschen kürzer. Die ursprüngliche Version soll 1,5 Stunden gehen und wir haben jetzt quasi das erste Mal eine ungefähr 50-minütige Kurzfassung von, wie hieß er? Making the Moon? Weiß gar nicht mehr, genau. So hieß er, glaube ich. Gesehen und das wird jetzt nochmal sehr spannend, was daraus wird und ob der Film auch irgendwann mal den Weg in die irgendwo hinführen wird. Also war auf jeden Fall auch total berührend und emotional, diese ganzen Menschen, die damals an den Film mitgearbeitet haben, in diesem Video zu sehen. Und da waren wirklich ganz viele Personen zusammengefasst, die unterschiedlichste Arbeiten gemacht haben, über Kostümdesignerinnen, Tänzerinnen, verschiedene Tänzerinnen. Auch Sidera Shiva in dem Video. Und Pes Jax hat am Anfang auch gesagt, das ist eine Rohfassung, seid ein bisschen nachsichtig, wenn das Material noch nicht ganz so ausgereift und perfekt ist. Aber es war auch super schön, diese Moonwalker-Doku hier auf der Convention auch mit so vielen anderen Fans wieder zusammen zu sehen. Und ich hoffe, die wird irgendwann fertig und die wird auch irgendwann mal hier in Deutschland irgendwie ausgestrahlt werden. Also hoffen wir, dass das irgendwann passiert oder zumindest auf YouTube. Es gab auch noch eine Autogrammstunde am ersten Tag für alle, die ein Ticket gebucht hatten. Da konnte man sich mit jedem nochmal Autogramme abholen, Fotos machen, was ich natürlich auch gemacht habe. Und habe alle nochmal so auch mal kurz Hallo gesagt. Das gleiche fand auch nochmal am zweiten Tag statt. Das war dann für alle offen, ohne Ticket. Es waren noch weniger Leute da, dafür wurde eine Stunde eingeplant. Und da habe ich natürlich auch nochmal Fotos gemacht. Und das war auch richtig cool, da nochmal alle zu sehen. Und mit Cinderella habe ich nämlich ein Foto nachgestellt. Es gibt ja diese Aufnahme, wo sie bei Michael so auf seiner Brust macht und ihn ganz lassiv anschaut.
Und da habe ich sie gefragt, ob wir dieses Foto auch nachstellen können. Und das war sie so freundlich, dass sie das auch gemacht hat. Da habe ich mich natürlich super gefreut. Und die war auch super, super süß und super freundlich. Also, mein Gott, da die zu sehen. Und wenn man denkt, die hat mal mit Michael Jackson im Smooth Criminal Video, in dem legendären Video zusammengearbeitet. Keine Ahnung. Und nachdem die Autogrammstunde vorbei war, ging es rüber in den Abschlussteil. Das war der letzte Teil des Kingventions Wochenendes. Da gab es den Moonwalker-Film nochmal in kompletter Fassung. Also nachdem wir die ganzen Geschichten von Cinderella, von Greg gehört hatten, nachdem wir die Moonwalker-Doku gesehen hatten, ging es dann über in den finalen Film Moonwalker. Und den kennt man natürlich, aber in so einer Location den nochmal zu sehen, war natürlich auch was Besonderes mit den Kronleuchtern in diesem Raum. Und ja, also es war ein richtig, richtig tolles Event. Das war die Kingvention 2023 in London. Oh Mann, was für ein Highlight. Das war wirklich so eine fantastische Veranstaltung. Mega, mega. Die hat mich richtig geflasht. Und ich hätte jetzt Bock, weiß ich nicht, jedes Jahr so eine Veranstaltung zu erleben. Nächstes Jahr findet sie ja leider nicht statt, aber vielleicht übernächstes Jahr. Ich werde mir auf jeden Fall wieder Tickets holen, wenn die nächste Kingvention ist. In London gab es Rupert Wainwright, Nicholas Pike, Cinderella Shee und Craig Lamont Parks. 4 super Gäste und auch die Organisatoren. Pez Jacks hat die Interviews geführt und das ganze Team um die Kingvention haben einen fantastischen, unglaublichen Job gemacht. Und auch die ganzen Aussteller, die da waren, die Ausstellungen, die Auktionsgegenstände, die dort ausgestellt wurden, die Moonwalker-Requisiten, die Poster, die Merchandising-Stände, ein Riesenspektakel. Ich kann jedem von euch nur empfehlen, Kingvention 2025. Tickets, fangt jetzt schon mal an zu sparen, um euch da Tickets für zu holen. London ist teuer, aber die Veranstaltung ist verhältnismäßig günstig, wie ich finde. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und das war die Kingvention hier aus London. Das war meine kleine MJ-Update-Folge, Doku zu dieser Veranstaltung. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut noch mal in meine anderen Folgen vorbei. MJ-Update hier auf YouTube. Mittlerweile gibt es 16, 17 Folgen. Und with that, this is Convention 2023 over. So